Die Pointe kommt jetzt. Sie hätten in dem Artikel auch das folgende Zitat Ihres Parteigenossen, des grünen Landwirtschaftsministers Özdemir, gefunden. Ich muss jetzt schon lachen. Zitat: Alles in allem können wir zufrieden sein mit der Ernte. Hey Leute, heute schauen wir uns einen richtig unterhaltsamen Auftritt von Alfred Dannenberg von der AfD Niedersachsen an, der die grüne Ideologie ganz schön ins Visier nimmt und den Saal zum Lachen bringt. Dannenberg beginnt mit einem charmanten Blick auf die Realität der Landwirte und bringt eine ganz andere Perspektive zur Klimakrise, die die Grünen immer wieder herbeireden. Während er von seinen Ernteerlebnissen erzählt, macht er klar, dass die Realität für die Landwirte ganz anders aussieht als das, was die Grünen uns verkaufen wollen. Er wird deutlich: Die Krise, die sie immer anprangern, existiert nur in ihren Köpfen. Er zitiert seine eigenen Erfahrungen und die seiner Kollegen und lässt keinen Zweifel dran, dass die Landwirtschaft durchaus funktioniert, ganz ohne das Klimakatastrophen-Narrativ, das die Grünen ständig propagieren. Und der Clou: Er nennt die Grünen schlichtweg wirklichkeitsfern. Bleibt also dran, denn das Video zeigt, wie Dannenberg mit seinem scharfen Humor und viel Sachverstand die grüne Ideologie auseinander nimmt. Hier wird nicht nur gelacht, sondern auch klar gesagt, wo die echten Probleme liegen. Ihr wollt das nicht verpassen. Auf geht's! Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Stimme aus der Wirklichkeit. Als ich Montag vom Thema dieser Aktuellen Stunde erfuhr, da wollte ich gerade auf den Trecker steigen und die letzten Heuballen reinholen. Zweiter Schnitt, super Qualität, dank einer Woche Südostwind und Wärme. Die Wochen zuvor waren regenreich, dadurch gab es guten Zuwachs auf dem Grünland. Abermals zuvor, Anfang Juni, hatte ich von meinen Wiesen schon einen ersten Schnitt Heu einfahren können, ebenfalls von bester Qualität, bedingt durch sonnig warmes Sommerwetter. Die exzellente Erntebilanz vom Grünland können Sie also nicht gemeint haben, liebe Grüne. Tja, und mein Wald wächst dank Regen auch super. Also für meinen Betrieb war das bisher ein Top-Sommer. Anruf beim Pächter meiner Ackerflächen. Hans-Jürgen, sag mal, wie zufrieden bist du im Moment mit der Ernte? Er sagte genau das, was ich bereits ahnte. Der Mais steht gut da. Ja, beim Getreide war es ein bisschen unterschiedlich, Gerste gut, Roggen schlecht, aber gesamtbetrieblich kein Beinbruch. Anruf beim nächsten Landwirt. Raps okay, Soja okay, die Kartoffeln im konventionellen Anbau stehen sehr gut da. Übrigens, nur die Bio-Kartoffeln hatten etwas Probleme mit Kraut- und Knollenfäule, weil die Biomittel hier nun mal nicht so wirksam sind wie die konventionellen Pflanzenschutzmittel. Ich habe meine nette und vor allem erkenntnisreiche Plaudertour am Telefon dann noch quer durch Niedersachsen fortgesetzt. Vom Wendland bis ins Emsland, vom alten Land über die Heide bis Südhannover. Inklusive Expertise eines kompetenten Ansprechpartners bei der Landwirtschaftskammer. Quintessenz: Getreide je nach Region knapp unter Durchschnitt, Gerste und Raps gut, Probleme bei Weizen und Roggen. Aber jetzt kommt's. Super Ernte bei Grünland, Mais sieht je nach Region normal bis sehr gut aus. Bei Kartoffeln und Zuckerrüben steht ebenfalls eine sehr gute Ernte bevor. Obst im alten Land auch gut. Werte Grüne, wo ist eigentlich Ihre Krise? Ich sag Ihnen was, diese Krise ist in Ihrem Kopf und zwar nur dort. Sie brauchen diese herbeigeredete Krise als Daseinsberechtigung. Und weil uns Ihre ganzen realen Krisen schon um die Ohren fliegen, Inflation, Zuwanderung, Energiepreise, Messerkriminalität, Wohnungsmangel, Kriegstreiberei, vor denen Sie aber die Augen verschließen, fantasieren Sie andere Krisen herbei. Ohne zu wissen, wie es eigentlich in der Wirklichkeit aussieht. Die Praktiker haben über den Titel dieser Aktuellen Stunde verständnislos den Kopf geschüttelt. Es ist nur noch lächerlich. Ist es trocken? Klimakrise. Ist es nass? Klimakrise. Ist es erst trocken, dann nass, dann wieder trocken, also wie diesen Sommer, ist es wieder Klimakrise. Wir hatten einen ganz normalen norddeutschen Sommer. Die Landwirte wissen schon, mit den Bedingungen umzugehen, man muss sie nur lassen. Und wissen Sie, was meine Großeltern mütterlicherseits, liebe Grüße in den Himmel, ebenfalls eine Familie aus der Landwirtschaft oft gesagt haben? Hören Sie mal zu. Wat den een sin Uhl, ist den anderen sin Nachtigall. Frei übersetzt, für den einen ist es gut, für den anderen halt schlecht.
Also, der Regen im Juli, August war zwar schlecht fürs Getreide, aber gut für Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und Grünland. Und umgekehrt wäre es halt umgekehrt gewesen. Das war schon immer so und die Betriebe kommen damit klar. Der Erdkundelehrer in mir, mit abgeschlossenem Studium übrigens, muss auch noch was ergänzen. Klimakrise ist kein Fachterminus, sondern ein politischer Kampfbegriff, mehr nicht. Und während Sie mit Kampfbegriffen Katastrophenszenarien an die Wand malen, arbeiten die Landwirte in Wirklichkeit ganz unspektakulär und professionell mit den Wetterbedingungen dieses Jahres. Womit die Landwirte aber tatsächlich Probleme haben, sind grüne Ideologie und deren realen Folgen. Regelungswut, hohe Preise für Strom, Diesel und Dünger, ausufernde rote Gebiete, Schutzgebiete, höhere Bioquoten, Zwangsstilllegungen, Moorvernässung und so weiter. Das nur am Rande. So, liebe Grüne, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Sie dabei erwische, wie Sie hier an prominenter Stelle ein Katastrophennarrativ einbringen wollen, das in Wirklichkeit überhaupt nicht trägt. Das erste Mal war im Frühjahr Ihre Nummer mit den exotischen Zirkustieren, die in Wirklichkeit aber gar nicht mehr mit auf Tour gehen. Sie können es offenbar nicht lassen. Und Sie haben sich mal wieder überhaupt nicht in der Wirklichkeit informiert. Sie haben nicht recherchiert. Melden Sie sich nächstes Mal gerne bei mir. Mein Handy ist voller Kontakten mit Leuten aus der Praxis. Interesse? Und falls Ihnen das zu viel Wirklichkeit aus erster Hand ist, ich wollte Ihnen noch was zeigen. Das ist die Land und Forst. Ein Blick in diese Zeitung hätte schon gereicht. Ausgabe von letzter Woche. Da steht zum Erntebericht im Wesentlichen genau das drin, worüber ich Sie gerade aufgeklärt habe. Die Pointe kommt jetzt. Sie hätten in dem Artikel auch das folgende Zitat Ihres Parteigenossen, des grünen Landwirtschaftsministers Özdemir, gefunden. Ich muss jetzt schon lachen. Zitat. Alles in allem können wir zufrieden sein mit der Ernte. Nur die niedersächsischen Grünen sind es nicht. Es ist wirklich unglaublich. Eins noch, liebe Grüne, wenn ich Sie das dritte Mal mit einer Luftnummer wie dieser erwische, dann gebe ich dem Urheber aus Ihren Reihen einen aus. Weil Sie uns selbst hier eins ums andere Mal beweisen, wie wirklichkeitsfern Sie sind. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. So, das war's für heute. Wenn euch Dannebergs scharfe Worte und die satirische Entlarvung der grünen Ideologie gefallen haben, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr solche Inhalte. Und denkt daran, in der Politik geht es oft nur um Heuchelei und leere Versprechen. Lasst uns gemeinsam den Blick für die Realität schärfen und den Stimmen derjenigen Gehör verschaffen, die wirklich arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und informiert. Falls ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr den PayPal-Link in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen.